Erschreckend. Immer mehr Rentner kämpfen um das Überleben. Ich bin stinksauer, traurig und wütend zugleich darüber, wie schlecht es vielen Rentnern in Deutschland geht. Ist die bewusste Zerstörung der Rentner geplant? Oder plant die Regierung sogar den Untergang von Deutschland? Die Zahl der erwerbstätigen Rentner steigt weiter. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Die Erwerbstätigkeit ist eine wichtige Einnahmequelle, vor allem auch für Rentner, denen nur eine niedrige Rente monatlich zur Verfügung steht. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter zwischen 65 und 75 Jahren hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Der Anteil der erwerbstätigen Rentner ist dabei höher als der von Rentnerinnen. Warum ist das so, dass immer mehr Rentner erwerbstätig sind? Arbeiten im Rentenalter kann einmal notwendig sein, um der Altersarmut zu entgehen. So kann man seinen Lebensstandard verbessern oder auch länger aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ein Teil der Rentner geht arbeiten, um einen Hinzuverdienst und spätere Notgroschen zu haben. Ein anderer Teil geht arbeiten, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Der Anteil der Rentner mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 1.000 Euro beträgt 25% und 20% der Rentner müssen mit weniger als 500 Euro auskommen. Da ist ein Hinzuverdienst natürlich sehr willkommen. Einige Rentner gehen auch weiter arbeiten, um einfach am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das sind aber oft Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen, also jetzt nicht falsch verstehen, keine Abwertung. Die Rentner, die ihr Leben lang körperlich gearbeitet haben, haben oft einen Gesundheitszustand, der ein Arbeiten einfach nicht mehr möglich macht. Sie sind auf staatliche Unterstützung angewiesen und gehen teilweise auch zur Tafel. Die Tafel ist eine private Organisation. Man hat also keinen Rechtsanspruch darauf, das wissen viele nicht. Die Tafeln gehören also nicht zur Sozialleistung einer Stadt. Tafeln gibt es übrigens seit 1993, also seit fast 30 Jahren. Der Staat hat es also in knapp 30 Jahren nicht geschafft, eine Gesellschaft zu errichten, in der es jedem Menschen gut geht. Wer aufgrund einer guten gesundheitlichen Basis noch vielleicht bis 75 Jahre selbst etwas dazu verdienen kann, hört dann aber sicher auf. Die Kräfte, die schwinden einfach mit zunehmendem Alter. Wer dann auf die Tafel mit angewiesen ist, hat es nicht einfach und wie schon erwähnt, auch keinen garantierten Anspruch. Bei der Explosion der Preise ist es abzusehen, dass auch die ersten Tafeln aufgeben, weil es einfach nicht mehr zu schaffen ist. Die Politik findet es gut, dass es diese Tafeln gibt, aber über grundlegende Änderungen in der Gesellschaft wird nicht mal im Ansatz gedacht. Das ist eben echt schlimm. Tafeln werden von Firmen wie Aldi, Lidl und Rewe unterstützt, aber nicht vom Staat. Tafeln können staatliche Armutsbekämpfung nicht ersetzen. Das hat unsere Regierung leider noch nicht erkannt. Stattdessen setzt sie auf weitere Berufstätigkeit der Rentner, auch um den Fachkräftemangel etwas auszugleichen. Es ist unglaublich und eigentlich auch gar nicht mit Worten zu beschreiben, was in unserem Land abgeht und wie viele Menschen in die Armut getrieben werden. Und Armut hat viele Gesichter, aber alles keine schönen. Das ist das unsichtbare Leid von Rentnern an der Armutsgrenze. Ein möglicher Anfang,
Rentner und Geringverdiener zu entlasten, wäre die längst überfällige Abschaffung der GEZ-Zwangsgebühr. Liebe Rentner, wacht endlich auf. Überlegt euch genau, wo ihr bei der nächsten Wahl das Kreuz macht. Und nun noch zur Frage, plant Deutschland den Untergang? Immer mehr Krisen verwüsten die Gesellschaft und die Regierung arbeitet an immer neuen und völlig undurchsichtigen Plänen. Bewusste Zerstörung und geplanter Untergang? Ich vermute es fast. Kennt ihr eigentlich schon den Rentenhammer von Oktober 2022? Schaut gleich mal rein.